Hallo und herzlich willkommen. Im heutigen Video möchte ich euch mal gerne ein paar Tipps geben für das nächste Spooky Event, damit ihr dort so viel Candy wie möglich sammeln könnt und vielleicht sogar einen so hohen Candy Score erreicht, dass ihr sogar das Skelettpferd bekommen könnt. Zunächst stelle ich euch mal ein paar allgemeine Tipps vor, die ihr während dem Event anwenden könnt, und im Anschluss zeige ich euch konkrete Methoden, wie ihr möglichst viel Candy während dem Event sammeln könnt. Um überhaupt eine realistische Chance auf das Skelettpferd zu haben, müsst ihr unbedingt diese Bad Person Armor haben, denn ohne die braucht ihr eigentlich gar nicht versuchen, so einen hohen Candy Score erreichen, da ihr durch den Bonus der Rüstung einfach so viel Candy mehr bekommt als ohne die Rüstung. Und auch das Candy Artefakt ist sehr wichtig, wenn ihr einen möglichst hohen Candy Score während dem Event erreichen wollt. Wenn ihr die Rüstung oder den Talisman noch nicht habt, würde ich euch aber empfehlen, die Items nicht kurz vor oder nach dem Event zu kaufen, da sie dann noch recht teuer sein werden, da dann die Aufmerksamkeit auf den Items höher ist. Kauft sie am besten ein paar Tage nach dem Event oder ein paar Tage vor dem Event. Und wenn ihr sie euch selber craften wollt, gilt das gleiche natürlich auch, wenn ihr euch die Candy selber nur kaufen wollt, und verwendet am besten eure grüne Candies auch dafür, um dann Bad Pinatas während dem Spooky Event zu kaufen, denn für die Green Candy erhaltet ihr dann aus einer Bad Pinata etwa um die 16 pinken Candies. Während dem Event selber würde ich euch empfehlen, dass ihr nicht den Candy Bag verwendet, denn scheinbar ist dieser etwas verbuggt, sodass die Candy, die in diesem Bag gesammelt wird, nicht richtig zu eurer Punktzahl am Ende hinzuzählt, wodurch ihr vielleicht wertvolle Punkte verschenkt, die vielleicht für die nächste Stufe der Belohnung reichen würde. Auch solltet ihr für das Töten der Mobs während dem Event kein Schwert verwenden, welches Cleave hat, da scheinbar die Cleave Kills auch weniger Candy geben, als wenn ihr die Mobs selber richtig tötet. Und je nachdem, welche Methode ihr zum Candy Farm anwendet, solltet ihr auch nicht zu lange an der gleichen Stelle stehen, da ansonsten vielleicht euer Candy Score auch nicht weiter gezählt wird. Deswegen solltet ihr euch etwa alle 15 bis 20 Sekunden ein bisschen bewegen, sodass eure Candies auch wirklich gezählt werden. Der beste Ort für Leute, die das Event alleine spielen wollen, um einen möglichst hohen Score erreichen wollen, ist wohl der Spider Den. Denn in Spider Den könnt ihr euch dann während dem Event ganz oben hinstellen und dann schießt ihr einfach mit dem Pfeil nach unten, um alle Mobs in den darunterliegenden Ebenen zu treffen. Wenn ihr diese Methode anwendet, würde ich euch empfehlen, dass ihr so viele Pfeile wie möglich mitbringt, dass ihr die komplette Stunde auch effektiv farmen könnt und nicht extra ins Hub oder auf eure Insel müsst, um weitere Pfeile zu holen. Und während dem Farmen könnt ihr dann die Hälfte eures Inventars einfach schon vorher mit Candy voll machen und den Rest mit Pfeilen, sodass ihr keine Zeit damit verschwendet, Items hin und her zu sortieren. Leider ist diese Methode aber sehr stark davon abhängig, wie viele Leute auf dem Server sind, auf dem ihr gerade farmt. Für die andere Solo-Farm-Methode für das Spooky-Event benötigt ihr leider den VIP-Rang oder höher, denn dort verwenden wir das neue Feature, was vor kurzem eingefügt wurde, denn Leute mit einem Rang können nun im Spawn eine Solo-Lobby erstellen, aber auch Leute, die keinen Rang haben, könnten sich theoretisch von einem Freund in einen Solo-Hub teleportieren lassen. In dem Solo-Hub könnt ihr dann zwischen 6 Uhr abends und 7 Uhr früh im Spiel Skelette farmen, welche in der Nähe dieses Tors spawnen. Diese Skelette droppen nämlich Knochen, welche sofort ein neues Skelett spawnen. Um nicht aus Versehen die Knochen aufzuheben, solltet ihr diese Skelette aus diesem Grund auch mit einem vollen Inventar farmen, damit möglichst viele Skelette nachspawnen können. Die restliche Zeit, also dann, wenn keine Skelette mehr in der Nähe des Tors spawnen, könnt ihr entweder die Wölfe bei den Ruinen töten oder die Zombies in der Höhle. Der Nachteil an dieser Farmmethode ist leider, dass viele Leute versuchen werden, während dem Spooky Event eine Solo-Lobby zu finden, sodass es doch recht schwer wird, eine komplett leere Lobby zu finden und ihr euch vielleicht eine Lobby mit 3 bis 4 anderen Personen teilen müsst, wodurch es dann doch schon ziemlich schwer ist, einen so hohen Candy Score zu erreichen, dass ihr am Ende das Pferd bekommen könnt. Allgemein kann man sagen, dass die Solo-Methoden für das Spooky-Event nicht ganz so gut sind wie die Methoden, welche ich euch nun vorstellen werde, da man beim Spooky-Event immer davon abhängig ist, was die anderen Leute auf dem eigenen Server machen. Denn die meisten Leute, die bereits ein Skelettpferd haben, haben das nicht durch Solo-Farm bekommen, sondern meistens, indem sie eine große Gruppe hatten, die einen Server gefüllt haben. Denn zusammen mit eurer Gilde oder wenn ihr genügend Freunde habt, könnt ihr einen Server so voll machen, dass keine anderen Leute drauf sein können. Und dann könnt ihr euch beispielsweise im End so organisieren, dass 2 oder 3 Leute die ganze Zeit die Enderman farmen können und die restlichen Leute sammeln die Enderman einfach nur ein, aber töten sie nicht. Und die 2 oder 3 Leute, die die ganze Zeit die Enderman während der Stunde töten, haben am Ende dann so einen hohen Score, dass sie eigentlich auf jeden Fall das Pferd bekommen. Neben dem End bietet sich aber auch der Spider Den für große Gruppen an, um einzelnen Leuten das Pferd zu ermöglichen. Soweit ich weiß, können sogar bis zu 4 Leute gleichzeitig im Spider Den genug Candy farmen, um das Pferd zu bekommen, denn im Spider Den gibt es gleich 2 Methoden, mit denen man recht viel Candy farmen kann. Eine davon ist ähnlich wie bei der Solo-Methode beim Spawn mit den Skeletten, denn auch hier gibt es Skelette, welche Knochen droppen, welche wiederum dafür sorgen, dass neue Skelette spawnen. Und diese kann man dann ganz einfach hier in diesem Loch sammeln und dann muss man nur noch darauf achten, dass man ein volles Inventar
Kommentar, nicht dass man die Knochen aus Versehen aufhebt, und dann kann man die Stunde während dem Spooky Event hier eigentlich ganz entspannt die ganzen Skelette töten. Bei der anderen Methode im Spider-Dam könnt ihr euch die Skelette zunutze machen, die auf den Spinnen reiten. Denn wenn ihr nur die Spinnen tötet, auf welchen die Skelette sitzen, bleiben diese Skelette weiterhin stehen und schießen euch weiter mit Silberfischen ab. Und es spawnen sogar weitere Spinnen mit Skeletten drauf, wo ihr wieder die Spinnen töten könnt, um noch ein weiteres Skelett zu haben, welches euch mit Silberfischen abschießt. Und während dem Event könnt ihr dann die ganze Zeit die Silberfische töten, um auch reichlich Candy zu farmen. Soweit ich gehört habe, sollen sogar bereits 4 Skelette reichen, die euch mit Silberfischen abschießen, um genügend Candy während dem Spooky-Event zu sammeln, um das Pferd freizuschalten. Aber wie gesagt, darf euch kein anderer bei dieser Methode stören, deswegen ist es nicht sehr ratsam, das solo zu probieren, da doch immer wieder Leute vorbeikommen werden, welche euch griefen werden, entweder indem sie die Skelette töten, welche die Silberfische verschießen, oder indem sie die Knochen einsammeln, welche ihr euch mühsam erfarmt habt. Und wenn ihr jetzt keine Gilde habt, die so ein Spooky-Event organisiert und ihr auch nicht so viele Freunde habt, dass ihr einen Server füllen könnt, gibt es auch einige Leute, die einen Service anbieten, bei denen ihr euch dann einen Spot in so einem vollen Server kaufen könnt, sodass ihr dann in der Stunde während dem Spooky-Event ganz entspannt genügend Candy farmen könnt, um auch das Pferd freizuschalten. Wie zuverlässig diese Services sind, kann ich leider nicht sagen, aber scheinbar gibt es davon einige, da es auch viele Leute gibt, die bereit sind, mehrere Millionen dafür zu bezahlen, so einen Spot auf einem vollen Server zu bekommen, sodass ihr endlich das Skelettpferd freischalten könnt. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was bisher euer bester Candy Score während dem Spooky Event war, und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und ciao.